Hallo liebe Schüler und Eltern. In der letzten Stunde haben wir uns mit Zahlen von 1 bis 10 beschäftigt, sie zerlegt und miteinander addiert oder um es einfach zu sagen, miteinander plus gerechnet. Dabei sind uns einige besondere Zahlen aufgefallen und auf die möchte ich heute näher eingehen. Wir erinnern uns nochmal an die 1, die eine 1 bleibt, an die 2, die man durch 1 plus 1 aufschreiben kann, an die 3, die man als 2 plus 1 aufschreiben kann, die 4, die mehrere Varianten hatte, aber wir nehmen heute nur eine, dann die 5, die sich aus 2 plus 3 zusammensetzt, aus der 6, die man als 3 plus 3 aufschreiben kann, 7, 3 plus 4, zum Beispiel 8, 4 plus 4, die 9, 4 plus 5 und die 10 aus 5 plus 5. Und wenn euch jetzt auffällt, wenn euch das alles genau anschaut, haben wir einige Zahlen, bei denen, beziehungsweise die sich aus gleichen Zahlen zusammensetzen lassen. Ich unterstreiche alle, die wir hier finden. Dann haben wir noch die 8 und die 10. Die anderen Zahlen unterstreiche ich mit einer anderen Farbe, damit wir die voneinander unterscheiden können. So, dann haben wir noch die 7 und die 9. So, was fällt uns bei den pinken Zahlen auf? Die pinken Zahlen lassen sich aus zwei gleichen Zahlen zusammensetzen. Das heißt, die 2, 1 plus 1, die 4, 2 plus 2, die 6 ist 3 plus 3, 8 ist 4 plus 4 und 10 ist 5 plus 5. Solche Zahlen nennt man gerade Zahlen. Das hat gleich noch einen anderen Hintergrund. Darauf werde ich auch näher eingehen. Die anderen Zahlen, die blauen, haben immer unterschiedliche Zahlen. Die können wir nicht aus gleichen Zahlen zusammensetzen, deswegen nennt man sie ungerade Zahlen. Wir schreiben mal die geraden Zahlen raus, fangen mit der 2 an. Da gibt es nur die eine Möglichkeit. Nämlich die da schon steht. 1 plus 1. Dann haben wir die 4 mit 2 plus 2. Und wir wissen gleichzeitig aber auch, dass sich jede 2 aus 2 Einsen zusammensetzen lässt. Das heißt, wir haben hier einmal ein Einserpäckchen und hier nochmal ein Einserpäckchen. Ich schreibe die bewusst näher zusammen als das Pluszeichen in der Mitte. Dann haben wir die 6. Die 6 haben wir hier als 3 plus 3 aufgeschrieben. Wir wissen, dass sich jede 3 aus Einsen zusammensetzt. Das können wir zunächst zur Veranschaulichung einfach aufschreiben. Wir haben hier ein Päckchen aus 3 Einsen und hier ein Päckchen aus 3 Einsen. Insgesamt sind das 6 Einsen und das ergibt 6. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass jedes Einserpäckchen 3 ergibt. Was noch das Besondere an geraden Zahlen ist, wir wissen, dass nicht nur die Dreierpäckchen sich bilden lassen, sondern ebenfalls jeweils Zweierpäckchen. Das heißt, wenn wir die 6 als Zweierpäckchen aufschreiben wollen, müssten wir 2 plus 2 plus 2 rechnen. Und wie ihr seht, ist die 2 auch eine gerade Zahl. Das heißt, die 6 lässt sich aus 3 geraden Zahlen zusammensetzen,
aber hier in dem Fall aus 2 ungeraden. Wir gehen über zur nächsten Zahl. Wir nehmen die 8. Die 8 haben wir als 4 plus 4 aufgeschrieben. Wir wissen, dass jede 4 aus 2 plus 2 besteht. Und wir wissen, dass jede 2 aus 2 Einserpäckchen besteht. Das heißt, wir können die Zahl immer in gleiche Anteile aufteilen. Und unsere letzte Zahl von heute ist die 5, beziehungsweise die 10, die sich in 5 und 5 aufteilen lässt. Die 5 können wir nicht mehr weiter aufteilen. Die haben wir hier nicht in der Liste. Das heißt, die lässt sich aus keiner dieser Zahlen gleichmäßig zusammensetzen, sodass wir 2 Zahlen nebeneinander stehen haben. Aber wir können die 5 zum Beispiel so aufschreiben, wie die 2. Wir wissen zum Beispiel 2 plus 2 ist 4. Nochmal plus 2 ist 6. Nochmal plus 2 wäre 8. Und nochmal plus 2 wäre 10. So, was fällt uns in dieser letzten Reihe auf, wenn wir diese Zahlen zusammennehmen? Das heißt, wenn wir hier anfangen, können wir bei jeder Zahl plus 2 dazu rechnen. Und wenn wir das machen, kommen wir immer auf eine gerade Zahl. Es geht natürlich auch über 10 hinaus, es geht bis ins Unendliche, aber wir bleiben heute bei den ersten 10 Zahlen. Das gleiche gilt allerdings auch für die ungeraden Zahlen. Die können wir zwar nicht miteinander teilen oder miteinander gleichmäßig aufteilen, aber ich schreibe sie erstmal aus. Das wäre die 1, die 3, die 5, die 7 und die 9. Und was wir hier auch genauso wie oben machen können, ist, wir rechnen immer plus 2, damit wir auf die nächste ungerade Zahl kommen. Das bedeutet, wenn du die kleinste gerade oder die kleinste ungerade Zahl bist, wenn du die kleinste gerade oder die kleinste ungerade Zahl kennst, aber dir nicht sicher bist, welche Zahl danach folgt, kannst du in beiden Fällen immer plus 2 rechnen und dann so weiter, bis sich die Reihe füllt und bis du auf deine Zahl kommst. Das heißt also, wenn wir unsere Reihe von 1 bis 10 aufschreiben, so, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, wir nehmen unsere geraden Zahlen. Das wären die 2, die 4, die 6, die 8 und die 10. Und die ungeraden Zahlen wären 1, 3, 5, 7 und 9. Und wie wir sehen, müssen wir immer jeweils eine Zahl überspringen. Das heißt, zwischen den geraden und zwischen den ungeraden erstmal und zwischen den geraden ist immer genau der gleiche Abstand, weil immer genau eine Zahl dazwischen ist. Heute sind wir noch ein bisschen näher auf die Zahlen von 1 bis 10 eingegangen, damit es uns später einfacher fällt, mit größeren Zahlen zu berechnen. Denn die Zahlen von 1 bis 9 sind einstellige Zahlen, weil sie nur eine Zahl besitzen. Das ist die Grundlage für alle Zahlen, die danach folgen. Das heißt, für zweistellige Zahlen, wie zum Beispiel die 10, die haben wir jetzt aber trotzdem schon mal dazu genommen, oder weitere Zahlen wie später 100, die 3 Stellen hat, oder auch irgendwann 1000 oder 1.000.000, die ganz viele Stellen haben, sich aber trotzdem aus diesen einzelnen Zahlen zusammensetzen. Darauf werden wir
in weiteren Stunden eingehen. Solltet ihr Themenvorschläge oder weitere Fragen haben, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren hinterlassen oder mir auch eine E-Mail schreiben. Und wir sehen uns in der nächsten Mathestunde.